Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Bevor das Video losgeht, wollte ich noch mal einen kleinen Hinweis geben zu Holy. Da sind momentan gerade viele Aktionen, da jetzt da momentan gerade Black Week ist, die ganze Woche lang geile Aktionen heute. Nur heute gibt es 20% Rabatt auf Energies, wollte ich nur noch mal einen ganz kleinen Hinweis drauf geben. Ja, mit dem Code DORZA spart ihr auch noch mal zusätzliche 10%, das heißt 30% auf euren Einkauf, sind die besten Deals des Jahres. Deswegen, falls ihr da Interesse dran haben solltet, könnt ihr sehr gerne dort mal vorbeischauen. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und jetzt geht es auch schon los mit dem Video. Deswegen auch vielen lieben Dank für den Support an der Stelle natürlich. Genau, wir haben es Mittwoch, die News kam raus für die Black Friday Angebote, Black Week Sale hier auch in Shakes and Fidget. Und hier wurde der ganze 33% Sale angekündigt, der vom Freitag bis einschließlich Sonntag geht. Und unter anderem haben wir diese Events hier am Start: Black Friday, Schwarzsteinrausch, Kaufrausch, Epic Kaufrausch, eine feste Festung, Toiletten-Event, Akkordabenteuer, Glanzparade des Golds und Erfahrungsreichtum. Ja, das sind die Events. Was ein bisschen ungewöhnlich ist für die Vergangenheit, sagen wir mal, beziehungsweise für die vergangenen Sales, ist, dass schon angekündigt worden ist, dass die Black Friday Pakete auch wirklich explizit diesmal auf allen Plattformen diese am Freitag gelauncht werden. Ja, auf F9 ist noch nicht ganz klar, weil der Server ja einen Tag vorher spielt, da muss es am Donnerstag schon soweit sein. Aber normalerweise ist es so, wenn Pakete in den Umlauf kommen, dann haben wir halt eben Freitag die Aktion, am Donnerstag schon im Webshop. Ja, und da ja F9 immer schon einen Tag vorher ist da ja Donnerstag schon Mittwoch, versteht ihr? Das heißt, heute wäre im Prinzip schon der Black Friday Sale auf F9, ist aber nicht, weil jetzt offiziell angekündigt worden ist, dass das auf allen Plattformen gleichzeitig wohl starten soll zum Black Friday, warum auch immer. Es war wohl schon letztes Jahr auch so gewesen, aber gerade in Bezug auf den Elevator ist es natürlich ein bisschen ärgerlich, dass das Ganze jetzt wirklich am Freitag erst startet. Das heißt, am Freitag hat man da erst die Möglichkeit, auf die Pakete Zugriff zu haben. So, man muss mal gucken, wie es jetzt am Donnerstag aussieht, ob es da trotzdem einen Tag früher im Webshop dann das Ganze dann gibt. Ne, da werde ich euch dann auch drauf aufmerksam machen, wenn es dann soweit ist. Morgen haben wir ja schon Donnerstag, beziehungsweise auf F9 schon Freitag, deswegen da sind wir dann schlauer. Also da auf jeden Fall das Video morgen dann abwarten, dann wissen wir mehr. Übrigens, kleiner Leak, gibt es morgen auch wieder ein kleines Giveaway hier auf YouTube, deswegen sehr gerne achtsam sein, was das angeht. Und falls ihr mich zum Black Friday supporten wollt und zum Beispiel auch unter anderem solche Giveaways, die wir morgen machen, supportet, dann könnt ihr sehr gerne hier beim Kauf den Creator Code DORZA angeben. Ja, das supportet ihr mich auch noch immer ganz gerne mit. Jetzt zum Black Friday sind halt die besten Zeitpunkte, um halt eben Pilze aufzuladen. Solche Aktionen gibt es das ganze Jahr über nicht. Und ja, dementsprechend vielen lieben Dank auch nochmal an der Stelle hier für den Support. Aber demzufolge sind halt eben auch die Pakete bisher noch nicht angekündigt worden, sowohl auch ein Help-Shift-Center-Beitrag wurde auch noch nicht verlinkt, aber es wurde schon intern gesagt, ich weiß nicht, ob es offiziell auch schon so ist, aber Creator haben nachgefragt, ob die Pakete auch wieder so sind wie die letzten Jahre, und da soll sich wohl nichts an den Paketen geändert haben. Das heißt, die News sind soweit schon offiziell, heißt, man kann schon davon ausgehen, welche Pakete es geben wird. Die zeige ich euch jetzt auch nochmal im Video. Also wir haben ja jetzt hier diese normale 33% Aktion, die es immer gibt. Das heißt, für 100 Euro bekommt ihr 4K Pilze. Ja, dann haben wir das Paket Nummer 1. Wenn es alles genauso ist wie letztes Jahr, dann auch. Ne, haben wir hier für 10 Euro 340 Pilze plus 500 Sanduhren. Ja, dann für 25 Euro haben wir hier 900 Pilze, 750 Lucky Coins und 100.000 Metalle. Dann das nächste Paket für 50 Euro haben wir dann 1875 Pilze, 120.000 Kristalle, 240.000 Metalle. Und dann haben wir noch das 100-Euro-Paket, wo wir dann 4.150 Pilze drin haben, 5.000 Sanduhren, 1.800 Lucky Coins und 240.000 Kristalle. Wenn
das auch wieder so sein sollte wie letztes Jahr, dann muss man sich wahrscheinlich auch wieder die Pakete leider im Nachhinein freikaufen. Und deswegen, ja, weil sonst, ja, also ich denke mal, jeder würde wahrscheinlich hier dieses 100-Euro-Paket einfach so präferieren, weil wir haben hier natürlich ein besseres Angebot, als wenn wir uns natürlich für 100 Euro nur die Pilze aufladen, weil da bekommen wir halt für 100 Euro 4K Pilze und hier bekommen wir für 100 Euro 4150, also nochmal mehr, plus halt das nochmal on top. Also preis-leistungstechnisch ist das hier halt wirklich auch komplett in Ordnung. Nur muss man halt gucken, dass man halt eben die Pakete davor sich halt eben auch wahrscheinlich wieder freikaufen muss. Und das ist für viele natürlich dann wieder etwas unattraktiver, weil sie halt eben einfach nur das 100-Euro-Paket haben möchten, ohne diese Aktion hier davor eventuell zu kaufen, beziehungsweise das nicht so doll für die interessant ist. Ne? Natürlich gibt es auch genug da draußen, die sich alle Pakete holen. Ja, also wenn man halt eben von den Ressourcen ausgeht, ist es halt eben auch okay, sag ich mal, für das, was man hier an Geld ausgibt, ne? Anstatt sich jetzt nur, sag ich mal, Pilze aufzuladen. Aber ja, ist natürlich schade, dass da dem Käufer nicht die freie Wahl gelassen wird, ja, alle Pakete so zu kaufen, wie es halt einem beliebt. Ne? Das ist ja schon ein Thema, was wir schon relativ lange haben, was sich aber wahrscheinlich auch nicht ändern wird. Ja? Da haben wir schon mehrmals nachgefragt, ob das irgendwie möglich ist. Ne? Das wurde bisher immer verneint. Ja, deswegen auf jeden Fall ja, achtsam sein. Ich bin gespannt, wie es morgen aussieht, dann am Donnerstag. Und da werden wir dann mal schauen, weil, wie gesagt, heute haben wir Mittwoch, wo wir das Video aufnehmen. Das heißt, wenn morgen Donnerstag ist, ja, haben wir ja hier auf F9 schon, ne, dann Freitag quasi, und dann kann man hier halt im Webshop immer schon mal gucken, ob hier die Aktionen sind, weil normalerweise wäre nämlich hier jetzt heute schon tatsächlich am Mittwoch Pilzaktion, ja. Die startet natürlich dann immer früher, aber endet natürlich auch früher. Ja, aber da sehen wir jetzt momentan gerade halt einfach mal gar nichts. Ne? Deswegen müssen wir gucken, wie sich das Ganze verhält. Und da bin ich auf jeden Fall ziemlich gespannt. Ich persönlich werde definitiv aufladen. Das steht, denke ich mal, ganz klar fest. Denn ich habe ja nochmal große Pläne für den kommenden Legendary Dungeon, der ja auch bevorsteht. Also da habe ich definitiv vor, mir zumindest das 250-Euro-Paket aufzuladen, also was man hier im Webshop dann bekommt, wenn man einmal schon mal 100 Euro aufgeladen hat, dann gibt es halt die Option, dass man halt eben noch eine Stufe weitergehen kann und hier 250 Euro mit einmal aufladen kann. Wenn man das Paket einmal genommen hat, dann erscheint hier neben das 500-Euro-Paket, was man sich dann einmal holen kann, beziehungsweise nicht einmal, aber dann ist es halt freigeschaltet so, ne? Und wenn man einmalig 500 Euro aufgeladen hat, dann kommt sogar das 1000-Euro-Paket. Ja, aber das ist, ja, seht ihr, bisher war es das noch nicht nötig gewesen, aber jetzt zum Black Friday werde ich definitiv zuschlagen, weil wie gesagt, einen besseren Zeitpunkt gibt es halt einfach nicht. Selbst das VIP-Paket war nicht so oder ist nicht so gut wie jetzt halt eben der Black Friday Sale. So, ne? Da warten viele drauf, viele decken sich ein. Also man kann es natürlich auch so als Strategie sehen, ne? Dass man jetzt halt quasi fürs ganze Jahr auflädt sozusagen. Ne? Das machen auch viele. Ne? Also dann halt eben sagen, okay, ich gebe nie Geld für das Spiel aus. Aber zum Black Friday, da lade ich halt eben einmal pro Jahr, was weiß ich, Summe XY aus. Und wenn ihr es dann halt schafft, mit den gesamten Pilzen das Jahr über zu wirtschaften, dann ist das ja super gut. Ja, man darf sich halt bloß nicht reinbaiten lassen von Dungeons, Elevator, Legendary Dungeon oder anderen Dingen, die halt eben sehr viel Geld ziehen hier in Shakes & Fidget. Wenn man nur stumpf seinen Playstyle halt runterspielt, dann kann man das machen, aber vielen gelingt es halt, sag ich mal, nicht, weil wenn die erstmal viele Pilze auf dem Konto haben, dann denken sie so, okay, ja, ich habe ja viele Pilze, da kann ich ja jetzt mal ein paar raushauen und dann läppert sich das mit der Zeit immer. Ne? Deswegen für viele ist halt dieser VIP-Pass immer sehr gelegen, weil da bezahlt man einen schmalen Taler und dann ist man quasi gezwungen zu spielen so, aber man hat nicht dieses alles auf einmal ausgeben so und dann hat man erstmal und dann seh zu, wie du damit dann zurechtkommst, so dieses eigene Wirtschaften. Ja, das ist halt eben das, worauf es halt eben ankommt, aber das ist genau auch die effizienteste Weise, wie man halt eben Geld sparen kann in diesem Spiel.
ja, wenn man halt eben einmalig zu Black Friday auflädt, halt eben eine etwas größere Summe und das dann halt eben das ganze Jahr überhält. Ne? Aber ja, genau, da muss man halt eben selbst wissen, ob man so der Typ dafür ist und ob einem das gelingt und nicht die Fallen von Shakes and Fidget, nicht auf die Fallen von Shakes and Fidget reinfällt und sich hier links und rechts reinbaiten lässt. Ne? Das ist natürlich, muss natürlich jeder selbst wissen, aber ansonsten geht da eine absolut 100%ige Empfehlung raus, jetzt das kommende Wochenende definitiv aufzuladen, weil, wie gesagt, solche Chancen kriegt ihr nie wieder. Ja, das ganze Jahr, bis halt nächstes Jahr, Black Friday. Ne? Okay, aber ansonsten soll es erstmal auch soweit davon gewesen sein. Ja, heute Abend besucht mich Sergio und dann werden wir morgen auch werden wir morgen zusammen zum Tiergnadenhof fahren und das Video aufnehmen. Was ich ja euch schon versprochen hatte, wo eben ein Teil der Creator-Code-Einnahmen auch hingehen. Deswegen vielen lieben Dank auch an der Stelle an alle Leute, die den Creator-Code nutzen. Der kommt natürlich auch einer gemeinnützigen Organisation zugute, die sich für Tiere einsetzt. Und deswegen, ja, Dankeschön da an jeden. Das weiß ich sehr zu schätzen mit dem ganzen Support. Und da will ich natürlich auch nutzen, den Support, so gut es geht, eben nachzukommen, beziehungsweise halt eben so gut es geht damit umzugehen, sozusagen, und da halt eine Art Vorbild dann wiederzugeben, sag ich mal, und das nicht für irgendeinen Blödsinn oder sowas auszugeben. Ne? Deswegen, ja, danke, kann ich nur so sagen, wie es ist. Ne? Deswegen, morgen gibt es halt auch ein kleines Giveaway, deswegen da auf jeden Fall auch drauf achten, Augen auf, Ohren gespitzt und dann geht's rein in die Masse. Ne? Bis dahin, alles Gute, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.